Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte mir heute einen saftigen Schokobiskuit backen und dafür brauche ich folgende Zutaten: 5 Eier, 200 Gramm Zucker, 120 Gramm Mehl, 40 Gramm Speisestärke, 30 Gramm Backkakao, eine Prise Salz und etwas Vanille. Als ersten Schritt trenne ich das Eiweiß vom Eigelb, da ich beide Sachen getrennt aufschlagen möchte. Ich habe nun die Eier getrennt und werde damit beginnen, zuerst das Eiweiß aufzuschlagen. Das ist nun der fertig geschlagene Eischnee. Ich werde mir jetzt den Eischnee in eine Schüssel umfüllen, um danach dann das Eigelb genauso aufzuschlagen. Ein Biskuitboden herzustellen ist im Prinzip sehr simpel, sehr einfach. Es gibt da vielleicht so ein, zwei Sachen, die man dabei beachten sollte. Eine davon ist eben halt, wenn die Eier Zimmertemperatur haben, dann hast du es erheblich einfacher, um die Eier aufzuschlagen. Und das zweite ist, den Schneebesen nicht am Rand abzuklopfen, um jetzt eben halt den Eischnee runterzubekommen, weil dann schlägst du damit auch wieder die Luft, die du eben gerade oder die Maschine eben gerade eingerührt hat, ziehst du damit dann wieder raus. Und das ist ja etwas, was du gerade nicht möchtest. Wir wollen ja für den Biskuitboden einen herrlich luftigen, lockeren Teig haben. Den Eischnee gebe ich bis zur weiteren Verwendung in den Kühlschrank. Ich werde die Eigelbe nun mit dem Schneebesen in der Küchenmaschine schaumig aufschlagen. Ich habe nun Eiweiß und Eigelb getrennt voneinander schön schaumig aufgeschlagen. Jetzt möchte ich die Komponenten miteinander verbinden. Dafür gebe ich mir dann erstmal ungefähr die Hälfte von dem Eischnee in die Eigelbmasse und rühre das Ganze vorsichtig unter, damit ich möglichst wenig von der Luft, die eben die Maschine schön untergehoben hat, jetzt wieder rausdrücke. Das wäre schade. Also so vorsichtig wie möglich und so lange wie nötig. Jetzt gebe ich mir die restlichen Zutaten in die Eimasse. Das siebe ich mir da jetzt vorsichtig hinein. Das Ganze wird gemacht, damit ich möglichst wenig Klumpen bzw. Nester dann nachher in dem Teig mit drin habe. Und auch das wird vorsichtig nun unter die Eimasse gehoben. Alle Zutaten sind nun schön miteinander vermengt. Daher gebe ich mir die Biskuitmasse jetzt in meine Springform. Wichtig dabei ist, dass die Springform nicht eingefettet ist, damit der Biskuitteig schön am Rand hochkrabbeln kann. Diesen Teig werde ich nun in den vorgeheizten Backofen schieben und bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30 Minuten ausbacken. Dies ist nun das Ergebnis nach 35 Minuten 170 Grad Ober- und Unterhitze frisch aus dem Ofen. Ich lasse ihn jetzt noch für ca. 10 Minuten erstmal ein bisschen auskühlen, bevor ich ihn dann aus der Springform rausnehmen werde. Danach lasse ich ihn noch komplett auskühlen und werde ihn dann entweder erst in ein paar Stunden oder sogar vielleicht erst am nächsten Tag aufschneiden. Das ist nun der fertige, ausgekühlte Schokobiskuitboden und den möchte ich jetzt schneiden.
So, das war es wieder soweit von mir. Das Rezept ist wie immer zum Nachlesen in der Infobox. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere doch einfach kostenlos diesen Kanal und lass mir einen Daumen hoch da. Vielleicht kann ich dich dann ja bald zu einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen. Bis dahin mach es gut, bleib gesund und viel Spaß beim Nachbacken. Tschüss.